Hast du nach einer Bandscheiben-OP immer noch das Gefühl, unsicher zu sein oder Schmerzen zu haben, wenn du dich bewegst? Eine OP allein ist meistens nur der erste Schritt auf dem Weg zur Genesung. Die echten Fortschritte kommen dann mit der richtigen Nachsorge. Mit gezielten Übungen kannst du die Heilung beschleunigen und nachhaltig deine Rückenmuskulatur stärken. So kommst du schneller in den Alltag wieder zurück mit weniger Schmerz und mehr Stabilität. Aber welche Übungen solltest du denn machen? Und was ist der richtige Zeitpunkt, um mit den Übungen zu beginnen? All das erfährst du in diesem Video. Eine Studie hat gezeigt, dass nach einer Bandscheiben-OP Patienten, die diese Übungsroutine gemacht haben, deutlich weniger Schmerzen hatten und im Alltag schneller zurechtgekommen sind als Menschen, die die Übungen nicht gemacht haben. Auch wenn deine OP schon etwas länger her ist, kannst du mit dieser Übungsroutine deine Schmerzen lindern. Diese Übungsroutine ist basiert auf Core-Übungen. Diese Übungen sind Stabilisationsübungen, in denen gleichzeitig Bauch- und Rückenmuskulatur aktiviert werden, um den Rumpf stabil zu halten, währenddessen du deinen Körper unter eine bestimmte Belastung stellst. Vor allem zu Beginn, direkt nach einer OP, ist es viel wichtiger, auf die Qualität der Bewegung zu achten, als auf die Quantität. Deswegen solltest du versuchen, die Übungen mit so geraden Rücken wie möglich durchzuführen. Ich zeige dir die Übung jetzt auf dem Boden, aber du kannst die problemlos auch auf dem Bett zu machen. Wenn du sowieso schon liegst, kannst du inzwischen einfach die Übungen durchführen. Für die erste Übung, das ist die frontale Brücke oder das Frontal Plank. Dafür solltest du dich auf den Bauch hinlegen. Deine Unterarme, die werden jetzt auf dem Boden platziert, deine Handfläche zeigen nach unten. Deine Knie sind leicht gebeugt und deine Füße bleiben nun auf dem Boden. Du bringst deinen Rumpf nach oben, dass du in einer geraden Linie bist zwischen deiner Schulter und dein Becken. In dieser Position verbleibst du nun für 6 Sekunden. Spanne deinen Bauchmuskel an, spanne auch deine Rückenmuskulatur an und halte es für 6 Sekunden. Lass es dann langsam wieder los und geh dann in die nächste Wiederholung. Hände auf dem Boden, Unterarm auf dem Bett, Knie leicht gebeugt, Füße aufgestellt. Hebe dein Becken vom Boden hoch, bis du in einer Linie bist. Nicht in Hohlkreuz, aber auch nicht den Po zu weit nach oben. Also in einer Linie bleiben, 6 Sekunden halten und das Ganze 10 Wiederholungen durchführen. Das ist die erste Variante. Die solltest du nun 3 Wochen durchführen. Danach steigst du zu der nächsten Stufe, indem du die Knie zusätzlich noch streckst. 6 Sekunden halten und dann wieder loslassen. Durchatmen und in die nächste Wiederholung mit gestreckten Knien. Ebenfalls hier 3 Wochen durchführen. Die vorherige Übung hatte mehr den Fokus auf den vorderen Anteil der Rumpfmuskulatur, also Bauch, Hüftbeuge und Brustbereich. Bei dieser Übung geht es nun um die Stärkung der hinteren Kette, also Gesäß- und Rückenstrecker. Leg dich auf den Boden hin, deine Knie sind gebeugt, ungefähr hüftbreit auseinander. Drücke zuerst deine Hände nach unten gegen den Boden, so als ob du dich hochdrücken willst. Beginne mit dieser Grundspannung, um dann das Becken nach oben zu heben, bis du in einer Linie bist, was jetzt Knie, Hüfte und Schulter angeht. Bleib in dieser Position für 6 Sekunden, um es dann wieder langsam zu lösen. Unten angekommen, Spannung wiederholen, Hände nach unten drücken, das Gesäß heben, bis du in einer Linie bist. Ebenfalls hier solltest du 10 Wiederholungen durchführen. Die Steigerung dieser Übung ist, dass du das Gleiche machst, indem du deine Beine auf einen Hocker platzierst oder einen Stuhl oder sogar den Sofa. Heb dann aus dieser gestreckten Position eben wieder das Gesäß vom Boden hoch. Dadurch, dass du jetzt deine Knie noch zusätzlich streckst, hast du noch weitere Aktivierung von der Oberschenkelmuskulatur, vom Gesäß und von dem Rückenstrecker. Bleib in dieser Position ebenfalls für 6 Sekunden, bring dann das Gesäß langsam wieder nach unten und wiederhole das Ganze für 10 Mal. Oben bleiben, 6 Sekunden
und dann langsam wieder runterkommen. Es gibt keine Wunderheilung für Rückenschmerzen. Du kommst nicht drum herum, Übungen zu machen, um langfristig wieder schmerzfrei zu werden. Wenn du wissen willst, welche Übungen du zu Hause machen kannst, um Schmerzen zu lindern und im Alltag aktiver und beweglicher zu werden, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Videos für deine Gesundheit. Und weiter geht's mit den nächsten 2 Übungen. Die nächste Übung ist ein seitlichen Plank. Ebenfalls hier könntest du die Übung auch auf dem Bett machen. Leg dich auf der Seite hin. Du beginnst, falls du ausstrahlende Schmerzen in eine Richtung gehabt hast, also in dem Fall, meine Schmerzen waren jetzt ausstrahlend zu der rechten Seite, dann würde ich die Übung mit der linken Seite beginnen, mit der Seite, wo du weniger Schmerzen hast. Leg dich auf der Seite, dein Unterarm soll auf dem Boden oder auf dem Bett bleiben, deine Handfläche zeigt nach unten gegen den Boden. Behalte beide Knie in einer 90° Beugung, beide Beine sind übereinander und deine Hand ist nun auf die Oberschenkel. In dieser Position versuchst du nun, das Gesäß, den Beckenbereich von dem Boden hochzuheben. Du solltest eine deutliche Spannung auf vorderen, auf den unteren Bereich vom Bauch und den hinteren Bereich von dem Rücken spüren. Bleibe ebenfalls 6 Sekunden in der Position und senke es dann langsam wieder ab. Achte darauf, wenn du hochkommst, dass du mit dem oberen Körper nicht nach vorne oder nach hinten fällst. Lass deinen Körper ganz gerade von der Schulter bis zum Knie hin. 6 Sekunden, um es dann wieder abzusenken und das Ganze für 10 Mal. Die Steigerung dieser Übung wäre das gleiche durchzuführen, nun mit gestreckten Knie. Ebenfalls hier 6 Sekunden hochheben, oben bleiben, stabil bleiben und dann langsam wieder runterkommen. Nachdem es du zuerst auf die gesunde Seite bzw. die schmerzfreie Seite gemacht hast, solltest du selbstverständlich das gleiche auch auf der anderen Seite machen. Also Unterarm gebeugt, Handfläche nach unten, zuerst beide Knie gebeugt in eine Linie, dass du gerade wirst und dann hebst du das Becken kurz vom Boden hoch. Oben bleiben, 6 Sekunden halten und dann langsam wieder absenken. Die erste Variante 3 Wochen lang, 10 Wiederholungen, eine Serie. Und dann, wenn die Muskulatur schon etwas stärker ist, wiederholst du das gleiche nochmal mit gestreckten Knie. Beine übereinander, oben bleiben für 6 Sekunden und dann wieder loslassen. Und bei der letzten Übung geht es darum, dass du deinen Rumpf stabil hältst, währenddessen du deine Arme bzw. die Beine bewegst. Dafür solltest du dich in 4 Füßle begeben. Du kannst gerne ein Kissen oder ein Buch auf deine Wirbelsäule platzieren. Wenn es nicht runterfällt, ist ein Zeichen dafür, dass du stabil bist. Bei der ersten Phase der Übung, die du gleich 2 Wochen nach OP durchführen solltest, hältst du deinen Rücken stabil und dann versuchst du ein Bein zu strecken. Heb es gestreckt vom Boden und senke es dann wieder ab. Gestreckt vom Boden und dann wieder ab. Es ist wichtig, dass das Teil auf deine Wirbelsäule nicht runterfällt. 5 Wiederholungen mit einem Bein, beugen, nochmal 5 Wiederholungen mit dem anderen Bein. Nachdem du die Beine jetzt bewegt hast, geht es darum, die Wirbelsäule stabil zu halten, währenddessen du deinen Arm hebst. Ebenfalls hier 5 Wiederholungen mit einer Seite und dann nochmal 5 Wiederholungen mit der anderen Seite. Spann deinen Bauch an, spann deinen Rückenmuskel an und bleib mit der Wirbelsäule stabil. 3 Wochen lang eine Serie mit insgesamt 20 Wiederholungen. Und dann bei der Steigerung geht es darum, dass du gleichzeitig die gegenübende Seite hebst. 10 Mal Arm und Bein, rechts und links. Das Buch darf nicht runterfallen. Nachdem du eine Seite fertig hast, leg das ab und dann die andere Seite. Täglich solltest du diese Übungsroutine durchführen. Am besten und am erfolgreichsten ist, wenn du die Übungen gleich 2 Wochen nach deiner OP schon beginnst. Dazu solltest du mindestens
3-mal in der Woche für mindestens 20 Minuten am Tag spazieren gehen. Dieses Programm hat nachweislich Schmerzen gelindert und die Funktion von den Patienten deutlich verbessert im Vergleich zu Menschen, die gar keine Übungen gemacht haben. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!